Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für Manakish, eine arabische Pizza bzw. Fladenbrot mit Za'atar und Halloumi. Für den Teig als erstes einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 1 Teelöffel Zucker sowie 125 ml lauwarmes Wasser dazugeben und alles mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Anschließend die Hefe-Wasser-Mischung zusammen mit 300 Gramm Mehl, einem gehäuften Esslöffel Joghurt, einem guten Schuss Olivenöl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Wenn das erledigt ist, den Teig in 2 ungefähr gleich große Stücke teilen, die Teigstücke nacheinander zu einer kleinen Kugel formen, mit reichlich Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort 30 bis 45 Minuten ruhen lassen. Währenddessen kümmern wir uns um die Za'atar-Gewürzmischung. Die besteht aus 2 Teelöffel Sesam, je einem Teelöffel Sumak, Oregano und Thymian sowie einem halben Teelöffel gemahlenem Koriander und schwarzem Sesam. Außerdem 50 bis 100 Gramm Halloumi mit einer Reibe grob raspeln. Und dann kümmern wir uns um den Teig. Der sollte im Idealfall deutlich an Volumen zugenommen haben. Die Teigkugeln jetzt als erstes mit den Händen zu kleinen, etwa tellergroßen Fladen flach drücken. Dabei mit den Fingern viele kleine Vertiefungen in den Teig drücken. Als nächstes die Za'atar-Gewürzmischung darauf verteilen. Dann Halloumi. Alternativ würde hier natürlich auch jeder andere Käse funktionieren. Und zum Schluss die Pizza mit reichlich Olivenöl beträufeln. So kommen die arabischen Pizzen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 10 bis 12 Minuten. Die fertigen Pizzen dann aus dem Ofen holen. So sehen die arabischen Za'atar-Fladenbrote dann aus. Die Pizzen auf dem Blech kurz abkühlen lassen und dann in Streifen oder Stücke schneiden und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.